Hallo, mehrsprachige Umfragen mit Easy Feedback aufbauen. Ich zeige Ihnen jetzt einmal, wie Sie mit Easy Feedback Ihre Umfrage in mehreren Sprachen anlegen. Zu empfehlen ist es, also wirklich absolut zu empfehlen ist es, dass Sie die Umfrage in einer Sprache komplett zu Ende aufbauen. Geben Sie alle Fragen rein, alle Texte rein, lassen Sie alles überprüfen, querlesen etc. Und erst wenn Sie wirklich fertig sind mit der ersten Sprache, empfiehlt es sich, die nächste zu machen. Einfach aus dem Grund, weil wenn Sie noch nicht fertig sind, müssen Sie in 2, 3 oder sogar 4 Varianten, je nachdem wie viele Sprachen Sie brauchen, immer wieder Korrekturen vornehmen. Und das ist sehr aufwendig und kann halt zu Fehlern führen. Daher ist die Empfehlung, einmal alles in einer Sprache komplett vorbereiten und dann nur noch die Übersetzung einsetzen. So, in unserem Beispiel haben wir die Umfrage in Deutsch aufgebaut. Hier oben in Deutsch sehen wir auch nur Deutsch und wollen jetzt weitere Sprachen hinzufügen. Wir klicken einmal hier oben auf Texte und Sprachen im Fragebogen. Wir haben jetzt hier eine gesonderte Ansicht. Wir haben jetzt nur eine textuelle Ansicht. Das heißt, nur Textfelder werden uns angezeigt mit sämtlichen Texten, die wir eben im Fragebogen eingegeben haben. Das ist sehr angenehm, weil man auch sehr schnell hier Korrekturen machen kann. Und wir fügen jetzt eine neue Sprache hinzu, klicken auf Plus. Und wir wollen hinzufügen Französisch. Der Fragebogen geht aus von Deutsch. So, jetzt haben wir die zweite Sprache hinzugefügt. Hier wird uns Französisch angezeigt. Aber wir sehen noch deutsche Texte, und zwar ist es auch richtig, weil wir erstmal nur diese ganze Variante einmal 1:1 hier rüber kopiert haben. Deswegen auch eine saubere Vorbereitung, weil wir 1:1 alles rüber kopieren. Und jetzt würden wir alles übersetzen lassen. Dafür haben wir hier oben den Translator und wollen ausgehend von dieser Sprache, alles ist angewählt, nach Französisch übersetzen, klicken auf die Vorschau. Hier ist die französische Variante, klicken auf Übernehmen und zack, sehen wir, dass alles übernommen wurde. Es ist alles orange hinterlegt, das heißt, die Texte sind noch nicht gespeichert. Mit Klick auf Speichern werden die Texte abgespeichert. So, jetzt wollen wir noch eine dritte Sprache hinzufügen, und zwar nehmen wir jetzt mal Dänisch als Beispiel, auch wieder ausgehend von Deutsch. Und haben Dänisch jetzt noch hinzugefügt, übersetzen das nochmal ganz schnell. Hier klicken auf Vorschau und Übernehmen. Genau. Was wir jetzt haben, jetzt hat die Umfrage 3 Sprachen. So, wir öffnen einmal hier oben die Vorschau. Die Umfrage lädt sich und wir sehen jetzt hier Deutsch, Français und Dansk. Damit der Teilnehmer immer die richtige Sprache auch automatisch sieht, haben wir im System eine automatische Spracherkennung. Das heißt, wir richten uns nach der Sprache, die im Browser eingestellt ist. Ist der Browser auf Deutsch eingestellt, geben wir die deutsche Variante raus. Ist er auf Französisch eingestellt, geben wir die französische Variante und Dänisch die dänische Variante. So, was passiert denn jetzt, wenn der Browser auf Englisch eingestellt ist und wir haben kein Englisch? Dann springt das System auf eine Standardsprache zurück, die Sie aber selber definieren können. Und wie das funktioniert, zeige ich Ihnen kurz. Das heißt, wir haben unsere 3 Sprachen, aber kein Englisch. Gehen wir davon aus, jemand kommt auf Englisch auf die Umfrage, können wir hier in den Einstellungen, hier ist die Mehrsprachigkeit, sagen, es soll immer auf Deutsch gesprungen werden oder auf Französisch zum Beispiel, speichern das Ganze ab und dann wäre Französisch, okay, anderes Thema, hier unten, so, dann wäre Französisch unsere Standardsprache und wenn ich mit Englisch reinkomme, springt er automatisch auf Französisch. Ebenfalls habe ich hier die Option, ob der Teilnehmer die Sprache in der Umfrage wechseln kann. Ich würde es eigentlich immer anlassen, weil es sind ganz nette Komfortfunktionen. Es geht darum, ob dieser Language Chooser hier oben rechts in der Umfrage zu sehen ist oder nicht. Genau, das können Sie hier mit dieser Funktion einstellen. Genau, das war's schon. So erstellen Sie mehrsprachige Umfragen mit Easy Feedback. Einen Augenblick noch, einen habe ich noch, habe ich ganz knapp vergessen. Wir gehen nochmal in den Fragebogen zurück. Und zwar haben wir jetzt hier die Texte und Sprachen gehabt. Und hier haben wir einmal den Fragebogen, und wenn Sie die Systemtexte anpassen möchten, wie zum Beispiel die Buttonbeschriftung zur Umfrage in Starten weiter zurück oder hier Feedback senden eintragen möchten und das in verschiedenen Sprachen, können Sie das, wie gesagt, hier unter den Systemtexten machen. Ansonsten der Inhalt des Fragebogens wird unter dem Fragebogen angezeigt. So, das war's jetzt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Umfrage.